Ich bin Andreas. Heute möchte ich ein paar Worte dazu sagen zu Matthäus 7,3. Seit 2 oder 3 Tagen habe ich öfter darüber nachgedacht oder habe diesen Ausspruch in Gedanken und ich möchte etwas über die Bedeutung sagen. Matthäus 7,3 zitiere ich jetzt mal aus der Lutherbibel von 1912. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Im Englischen wäre das in der King James Bibel, King James Bible. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Es bedeutet, der Splitter im Auge im Vergleich zu den Balken, bedeutet, der Splitter ist sehr minimal, kaum zu sehen, ganz, ganz fein, ganz, ganz dünn. Ein Balken ist riesig, man stolpert eigentlich darüber, man kann ihn nicht übersehen. Und die Bedeutung ist, warum fällt dir der kleinste Fehler bei deinem Nächsten auf? Das bedeutet Bruder. Der Nächste, bedeutet nicht, dass es ein Jünger sein muss. Es bedeutet auch nicht unbedingt, dass es ein Christ sein muss, sondern der Nächste ist ein anderer. Das ist der Nächste. Und warum verurteilst du einen kleinen Fehler bei deinem anderen und siehst aber nicht deine eigenen Fehler? Das ist dieser Punkt. Und es ist ja so, dass man bei denjenigen, die einem nicht so sehr sympathisch sind oder man hat vielleicht auch Vorurteile gegenüber jemandem, da fällt es ein, sind wir schnell geneigt, Negatives zu sagen oder zu sammeln. Unser Augenmerk ist schon dahin orientiert, sodass wir sagen, das wundert mich nicht, lässt mich nicht staunen. Oder so habe ich mir doch gedacht, sagt man dann, oder war doch klar, dies und das und das. Das machen wir aber nicht bei denen, die uns sehr sympathisch sind oder die wir lieben. Da ist es eher so, da verzeihen wir alles Mögliche, alle möglichen Fehler, alle möglichen, sagen wir, hässlichen Eigenschaften, die vielleicht auch jemand hat, blöde Eigenschaften. Und jetzt setze ich mal die Brille ab, weil ich ja nicht mehr lese. Und das ist halt diese Bedeutung. Es ist ein sozusagen Aufwecken, ein Weckruf. Und das Ziel ist, versuche das Positive in deinem Nächsten zu sehen, das Gute darin zu sehen und richte dein Augenmerk auf das Gute bei deinem Nächsten und nicht auf das Negative, weil dann läufst du Gefahr, dass in dir eine Wahrheit ist, die du nicht offenbart hast, die sehr viel schwerer wiegt als das, was du bei deinem Nächsten als negativ ankreuzt. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ein Kreuz ankreuzen. Ein Kreuz ist nicht immer so gemeint, sondern ein Kreuz ist auch dieses Kreuz. Das ist das, wenn wir etwas markieren wollen, machen wir so ein Schrägkreuz. Ja. Okay, das wollte ich sagen. Ja, ciao.